Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute unterwegs zusammen mit dem Beven da vorne. Ist auch ganz unter der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt aktuell befinden wir uns auf einem riesengroßen Feld. Der Weg, der war schon steinig und schwierig genug, sag ich mal. Hier stehen insgesamt, ich muss mal kurz aufs Handy gucken, weil es ein paar mehr Daten sind. Hier stehen insgesamt 29 MiG-21 Jets, 5 Su-22 Jets. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Das Video wird nicht zu lang dauern hier, aber ich denke mal, so ein paar kleine Einblicke kann ich euch geben, ein paar Cinematics auf jeden Fall. Und vielleicht werden wir den einen oder anderen Jet finden, der vielleicht sogar offen ist. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Alter Schwede, was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Hier vorne ist ist das eine MiG? Oder ist das eine MiG? Also ich bin nicht wirklich so flugzeugaffin oder wie man so sagt. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal so ein bisschen an hier, was wir hier vorne sehen. Hier hinten ist auf jeden Fall die riesengroße Turbine, wie man sehen kann. Ich glaube, da kam ja sogar Feuer raus, wenn ich mich nicht ganz so dolle irre. Alter Falter. Und wenn man sich mal überlegt, ich habe das gerade mal gegoogelt, kurz bevor wir hierher gegangen sind, die fliegen mit Überschallgeschwindigkeit und das schnellste MiG-Flugzeug oder das schnellste Jet fliegt mit einer Geschwindigkeit von 2229 km/h. Und das, wenn ich mir jetzt mal so überlege, das ist Wahnsinn. Ich finde, auf der Autobahn schon so 230 km/h zu fahren, ist wirklich Wahnsinn. Und wenn man sich mal überlegt, 2000, noch eine Null mehr dran. Das ist Wahnsinn, ist das wirklich Wahnsinn. Ich finde das ganz interessant. Wie gesagt, ich kann nicht so ganz viel zu den Fliegern sagen, aber wir können uns hier mal die einzelnen Teile angucken. Ja, und wie man hier sehen kann, die ganze einzelne Elektronik in den Tragflächen. Und da muss man sich mal überlegen, wie schnell das passieren kann, dass ein so ein kleines Elektronikbauteil kaputt ist. Das ist Wahnsinn, finde ich. Und das ist auch wahnsinnig gefährlich. Ich will ja nicht mit so einem mega Ding da irgendwie aus dem Himmel runterkrachen. Das ist eine ganz gruselige Vorstellung in meinen Augen. Da oben wurde wahrscheinlich irgendwie Geschwindigkeit gemessen, schätze ich mal. Oben diese eine Nadel, die da ist. Geschwindigkeit und vielleicht Temperatur. Wahnsinn, oder? Das ist wirklich krass. Und ich glaube, das ist dieses hier, um die Geschwindigkeit zu messen, glaube ich. Das ist der Radar. Radar? Alter Falter, aber guckt euch das mal an. Das heißt, das Ding fliegt voraus, dann kommt das Flugzeug und hier vorne, ist das der Motor? Oder was kommt da vorne raus? Auf jeden Fall diese Spitze, guckt euch das mal an. Das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, die sind komplett ausgemustert, das Ganze ist in Privatbesitz hier vorne. Ich möchte ja eigentlich gerne mal sehen, wo so ein Ding offen ist. Ja, hier vorne hast du dann so Klappen. Ich denke mal, dass man das aufmachen konnte. Entweder da drin auf was lagern konnte oder dass die Dinger dafür da sind, dass du den Fuß richtig da reinstellen kannst und dann von hier aus oben ins Cockpit klettern kannst, so wie der Beven das gerade eben gemacht hat. So, ich befinde mich jetzt aktuell so halb im Cockpit hier drin. Ich kann mich leider nicht reinsetzen, weil meine Beine dafür zu lang sind. Ich würde sicherlich reinkommen, aber es ist mir einfach ehrlich gesagt zu gefährlich, weil der Bauer auch hier die ganze Zeit schon rüber guckt. Aber ich will euch auf jeden Fall mal einen kleinen Einblick hier geben. Das ist das Cockpit einer MiG-21. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Da unten konntest du Gas geben. Dann hast du hier irgendwie was für die Hände da vorne. Hier an der Seite diverse Schalter.
Und hier richtig mit Kompass und allem drum und dran. Da unten auch noch irgendeine Anzeige. Wenn man sich mal überlegt, das ganze Ding fliegt 2000 km/h. Das muss so viel aushalten. Das ist so enorm, ist das. Ja, das ist der Deckel, womit man das Ganze dann wieder zumachen kann. Sind das nicht sogar Schleudersitze in diesen MiG 21? Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Aber der sieht auf jeden Fall so aus, als wenn da mal vielleicht ein Fallschirm hinter war oder sowas. Einmal wieder runter. Das ist wahnsinnig schwer, sich da oben festzuhalten. Und wir haben das Problem, dass der Bauer die ganze Zeit hier rüber guckt und hier sich zu erwischen lassen, wo da vorne am Zaun, das ist nämlich extra hier vorne alles mit Elektrozaun, sich hier zu erwischen, also hier erwischen zu lassen im Ausland. Darauf, bin ich ganz ehrlich, habe ich absolut gar keine Lust. Also es gibt insgesamt, ich glaube, 3 Reihen mit Flugzeugen. Einmal hier diese Reihe, die Reihe und da hinten die Reihe. Heidewitzka. Was ist das denn hier? Ach, guck mal, hier hat sich schon so Moos angesetzt. Auch die Reifen, ne? Was man überlegen muss, was die Reifen bei so einer Landung mitgemacht haben. Das ist wirklich enorm. Guckt euch mal das Fahrwerk an hier. Gummireifen oder was ist das? Ja, Gummireifen, die auch schon sehr porös aussehen. Dann hier die ganze Fahrwerkstechnik. Ja, und hier haben wir nochmal so einen etwas anderen Jet. 8204. Der sieht tatsächlich auch ein bisschen kleiner aus. Ne? Der sieht eher so in die Länge gezogen aus. Und der ist eher so ein bisschen höher. So wie es aussieht. Vielleicht können wir nochmal irgendwie die Unterschiede finden. Hier oben seht ihr sogar schon, das wurde zugemacht. Das heißt, es kümmert sich jemand aktiv um dieses Gelände. Wir haben extra eine Plane drüber gemacht, damit hier kein Regen reinläuft. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ist so ein Flieger eigentlich wert? Wenn ihr das wisst, wie gesagt, auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber das würde mich mal interessieren. Also so ein ausgemustertes Flugzeug, was hier jetzt vielleicht schon 10, 20, 25, 30 Jahre steht. Wie lange oder was kann man da sagen, wie viel wert ist so ein Ding? Das würde mich mal interessieren. Ich gucke mir jetzt hier vorne nochmal in der letzten Reihe dieses Flugzeug an. Weil da haben sie hinten irgendwie den Motor wohl aufgemacht, so wie das aussieht. Auf jeden Fall sind das einzelne Klappen, die du dann immer so hochklappen kannst auf diesem Flugzeug. Du musst ja auch vom Start generell alles testen, ne? Das ist ja nicht so, dass man sagt, ich setze mich jetzt rein und fliege los. Nein, es muss alles getestet werden. Funktioniert das Triebwerk? Funktioniert der Motor? Funktioniert das mit den Flüssigkeiten alles richtig? Ist genug Öl drin? Das muss ja alles getestet werden. Genauso gut wie diese ganzen Klappen. Sind die Klappen richtig zu? Weil ich glaube bei, ich sag mal 1000 oder 2000 km/h, vielleicht auch schon bei 280 km/h, wäre es nicht so lustig, wenn irgendwo eine Klappe aufgeht, weil das ja quasi das Flugzeug auch bremst, ne? Ausbremst. Und ich glaube jetzt auch zu wissen, die Geschwindigkeit, die wird vorne gar nicht abgenommen, das ist nämlich für das Radar, sondern da wird die Geschwindigkeit gemessen, glaube ich, hier. Anhand dieser 2 Rohre, kann man Rohre dazu sagen? Aber ich glaube, dafür ist das da, dass innerhalb der Tragfläche quasi ein Kabel läuft, in diese beiden Dinger rein und dann wird hiermit die Geschwindigkeit gemessen. Dann wird die Geschwindigkeit vorne im Cockpit an dem Piloten angezeigt. Alter Falter, das ist so beeindruckend, ist das. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also sowas habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen. Und damit würde ich sagen, war es das mit einem sehr interessanten Video und einem sehr interessanten Ort, wie ich finde. Wir haben, wie gesagt, die ganzen Flieger gesehen. Ich habe euch so ein bisschen versucht, was über die Technik zu erzählen. Ich kann nicht alles über die Technik wissen, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg in der Hoffnung, dass der Bauer uns nicht sieht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt was Nettes in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Ahnung von den Flugzeugen, dann könnt ihr es auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Schaut bei Bevan auf Instagram vorbei und mein Instagram ist hier oben auch verlinkt. Könnt ihr natürlich selbstverständlich auch gerne vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu einem nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.